Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns auf dem YouTube-Kanal. Heute wieder mit dem lieben Thomas und mir, der Smilla. Wir haben euch in den letzten Videos gebeten, uns wieder ein paar Fragen zu stellen und das habt ihr fleißig getan. Genau, wir haben echt super viele Fragen bekommen. Vielen Dank dafür. Deshalb heute wird es vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube nicht minder interessant. Bevor wir reinstarten, wie immer der Pocket-Check, Thomas. Was hast du dabei? Soll ich beginnen? Ganz einfach, aber wirklich nicht minder gut. Und zwar es ist das Atlas Copper. Über die Atlas-Serie eigentlich muss man nicht viel sagen. Wirklich sensationelle Messer mit einem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Wirklich ein kleiner Slipjoint, Paragraph 42a konform mit einer hohlgeschliffenen Klinge aus 12C27. Ja, gefällt mir wirklich richtig gut und wie du eben auch schon angemerkt hast, mit Patina. Das ist irgendwo das Schöne, dass ja bei den Messern wirklich jedes Messer so ein Stück weit zum Unikat wird und es ganz schnell auch die eigenen Fingerabdrücke trägt. Ja, was hast du dabei? Ich habe heute ein kleines Feststehendes dabei, weil ich eins brauchte, was in die Handtasche passt, in die kleine. Das ist unser Magnum Kids Knife. Ist ein guter Begleiter. Ich kann viel damit anfangen. Wie ist die Klinge? Ist die vorne spitz oder ist die abgerundet leicht? Ist abgerundet. Okay. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das Messer so in die Tasche zu schmeißen, aber wahrscheinlich wäre das auch möglich, ohne dass man sich die direkt kaputt macht. Ja, wobei trotz runder Klingenspitze ist die Schneide ja trotzdem scharf. Ja, das auf jeden Fall. Von daher vielleicht besser in der Scheide aufbewahren. Obacht. Genau, vorab ein paar Ankündigungen. Und zwar, wir haben hier wieder bei uns lokal ein kleines Event. Also es ist nicht so groß wie das Sommerfest, sondern es ist wirklich ein kleines Event. Es ist ein kleiner, schnuckeliger Weihnachtsverkauf. Findet bei uns in der Stanzerei statt. Also auch der Messershop ist zwar geöffnet, aber wir werden das Ganze indoor stattfinden lassen. Wir haben einfach sowohl hier aus der Manufaktur als auch sonst aus unserem Portfolio immer wieder Rückläufer, B-Ware, Schnäppchen. Und das möchten wir eigentlich so schön wirklich im Weihnachtsgeschäft mal mit euch hier vor Ort feiern. Dazu wird es natürlich wieder auch für euer leibliches Wohl wirklich im kleinen Rahmen gesorgt sein. Deswegen schaut vorbei. Also am 29.11. findet hier dieser Weihnachtsverkauf statt. Wie immer informieren wir euch darüber auch über Social Media, Newsletter und wo auch immer. Genau. Und wenn ihr so lange nicht warten möchtet, aktuell läuft ja noch unser Special mit guten Angeboten, starken Rabatten. Also da lohnt es sich auch definitiv nochmal bei uns im Onlineshop vorbeizuschauen, sich für den Newsletter anzumelden. Wir haben auch noch Special-Kataloge. Da sind allerdings auch schon viele Artikel wieder abverkauft. Aber es lohnt sich. Viel Mühe und Herzblut ist da reingeflossen. Genau. Die Artikel sind so deutlich reduziert. Also da werdet ihr sicherlich auch fündig, wenn ihr Weihnachtsgeschenke für Brüder, Vater, Opa, aber auch natürlich die Geschwister, Mutter, Schwester, Tante, Oma. Genau. Also unser Portfolio besteht zwar oder unsere Kundschaft zu einem großen Teil aus Männern. Ich glaube sogar die Quote liegt deutlich über 90%. Aber natürlich haben wir auch viele Damen, die sich für Messer begeistern. Machen wir doch thematisch direkt mal weiter, denn wir haben auch eine Frage von euch bekommen. Und zwar, welche Messer sind denn für Frauen empfehlenswert? Vielleicht kannst du da was zu sagen? Ja, gerne. Ich habe schon ein Video gemacht zum Thema Geschenke für Frauen, passende Artikel bei uns im Sortiment. Da sind natürlich auch ein paar Klischees mit dabei. Grundsätzlich ist jedes Messer, was wir bei uns im Shop haben, im Sortiment, mit Sicherheit auch was für eine Frau. Da kommt es dann wirklich auf die Frau an, den Anwendungszweck. Und ich sage auch unseren Kunden immer ganz gerne, Messer sind wie Schuhe. Man muss es einmal anprobiert haben, man muss das Messer in der Hand gehabt haben, um zu gucken, ist es groß genug, klein genug, sitzt es gut, passt es, bin ich zufrieden oder eben nicht. Deshalb. Ich meine, wir sehen das ja auch. Bei unserer männlichen Kundschaft sind die Anforderungen extrem individuell und decken eine riesen Bandbreite ab. Das ist bei den Frauen nicht anders. Deswegen lässt sich die Frage nicht so einfach beantworten. Wer trotzdem, wie gesagt, mal ein paar Tipps hören möchte, Smilla hat sich dazu schon mal in einem Video explizit geäußert. Grundsätzlich, klar, Frauengeschenke ist immer ein Thema. Wir verschicken an jeden. Wie verschicken wir denn? Mit welcher Verpackung? Atrium 321 hat uns nämlich gefragt, beziehungsweise kommentiert. Hoffentlich wird sich an eurer Verpackung wieder etwas ändern. Diese Folienbeutel bieten überhaupt keinen Schutz auf dem Transportweg bei DHL. Genau. Also wir haben euer Feedback uns natürlich zu Herzen genommen. Wir haben auch, der eine oder andere wird es mitbekommen haben eine Kundenumfrage gestartet, wo wir auch nochmal viele Themen zur Servicequalität, zu unserem Retourenprozess, zum Versandprozess, als auch zu den Versandverpackungen dort abgefragt haben. Und wir haben von euch wirklich ein eindeutiges Feedback erhalten. Und zwar, das lautete, ich möchte gerne von Fall zu Fall entscheiden oder auch von Messer zu Messer, wie ich gerne
die Sendung verpackt haben möchte. Wir bieten beide Möglichkeiten an. Das heißt, wir bieten den Versand in der, auch wenn es erstmal vielleicht widersprüchlich klingt, umweltfreundlichsten Alternative. Das ist nämlich ein Kunststoffbeutel, eine Kunststoffversandtasche, die auch mit recyceltem Klebeband verschlossen ist. Das ist die umweltfreundlichste Variante, sowohl in der Produktion als auch in der Entsorgung, weil es sortenrein ist. Die bieten wir im Standard an. Sobald der Warenkorbwert aber über 150 € liegt oder mehr als 2 Messer, 3. Genau, ja, mehr als 2, also dann ab 3 Messer im Paket drin sind, dann greifen wir automatisch wieder auf eine gewohnte Kartonage zurück. Wem der Versand in einer Kartonage wichtig ist, der kann mit einem geringen Aufpreis, es sind 95 Cent, bereits im Checkout, im Warenkorb auswählen, dass er lieber den Versand in einem Karton erhalten möchte. Genau. Also damit hoffen wir, dass wir das Thema zu eurer Zufriedenheit gelöst haben. Also ab jetzt im Checkout einfach auswählen, welche Versandverpackung wünscht ihr. Und genauso bekommt ihr es dann auch geliefert. Genau. Ja, Thema Zahlung. Thema Zahlung war auch ein wichtiges Thema, auch aus dieser Kundenumfrage. Und auch hier EDC Micha hat es gefragt. Nicht zum ersten Mal kommt die Frage auf, ja, PayPal, ich kann bei eBay mit PayPal zahlen. Warum ist das bei uns im Webshop nicht so einfach möglich? Bei eBay haben wir so oder so nur Artikel online gestellt, die sofort lieferbar sind. Deshalb ist es für uns auch kein Problem, PayPal bei eBay anzubieten, beziehungsweise eBay bietet PayPal von sich aus an, da wir ein eBay-Händler sind. Können wir uns dann darauf verlassen, was steht uns eBay diese Zahlungsart zur Verfügung, ist anbietet. richtig. Genau. Ja. Was unseren eigenen Online-Shop angeht, bieten wir PayPal mittlerweile an. PayPal hat sich aber vorbehalten, die Bedingungen selber nochmal zu stellen, weil wir einfach auch Artikel im Sortiment haben, mit denen PayPal nicht ganz so sich vereinbaren möchte als Zahlungsanbieter, unter anderem auch als Waffen einstuft. Darunter fallen Dolche, Karambits, Pfeffersprays, Wurfmesser, Macheten, Schwerter, Dolche sagte ich schon, Automatikmesser, Bali-Songs, Karambits. Genau. Ja, ich glaube, das sind alle Kategorien. Jetzt muss man sagen, klar, es gibt andere Shops, auch wirklich Shops mit einer großen Verbreitung, die diese Beschränkung nicht auferlegt bekommen haben. Klar ist das unfair. Am Ende des Tages sind wir froh, dass wir PayPal überhaupt wieder nutzen können. Und ich sag mal vorsichtig, da ist das letzte Wort auch nicht gesprochen. Also wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass wir euch genau wie andere Shops auch PayPal für alle möglichen Artikel aus unserem Portfolio anbieten können. Aber es gibt noch eine Neuerung hinsichtlich Kauf auf Rechnung. Kauf auf Rechnung haben wir einfach wegen wirklich einem hohen Maß an Betrugsfällen deaktiviert bzw. durch Klarna ersetzt. Wir haben aber das Feedback bekommen, Kauf auf Rechnung ist einfach ein sehr beliebtes Zahlungsmittel und nicht jeder mag Klarna. Deswegen gibt es das ab sofort wieder, aber nicht für alle. Genau. Das muss man sagen. Nur für unsere Bestandskunden. Wir möchten einfach, weil wir wissen, dass unsere Kundengruppe so breit aufgestellt ist, dass alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle Ausrichtungen, sage ich mal, vertreten sind, eben den Kauf auf Rechnung für Bestandskunden wieder möglich machen. Dementsprechend, wenn ihr im Checkout seid und die Bedingungen erfüllt, dürfte euch auch der Kauf auf Rechnung wieder angeboten werden. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diese Zahlungsart auswählt. Gut, weiter geht's mit der nächsten Frage vom Herrn Klarmacher. Der möchte gerne wissen, ob man ein beidseitig geschärftes Messer besitzen darf und auch aus dem Ausland einführen dürfte. Ja. Was heißt das? Beidseitig geschärftes Messer wäre in der Regel eine Dolchform. Das ist als Waffe klassifiziert. Dementsprechend darf es erst ab 18 gekauft werden oder verkauft werden, ab 18 glaube ich auch besessen werden erst als Waffe. Aber es gibt hinsichtlich des Besitzes und auch des Kaufs aus dem Ausland eigentlich keine Beschränkungen. Führen darf man es natürlich nicht. Wenn ihr euch unsicher seid, etwas im Urlaub gekauft habt und das gerne mitbringen möchtet, aber nicht unbedingt genau einschätzen könnt, wie da die waffenrechtliche Einstufung ist, empfehlen wir euch auch gerne nochmal die Internetwache der Polizei. Da könnt ihr anonym einmal euch absichern, euren Anwalt des Vertrauens oder eine andere Rechtsberatungsstelle. Wir selber als Hersteller dürfen das offiziell nicht. Also wir dürfen offiziell keine Rechtsberatung durchführen und legen jedem eigentlich ans Herz, informiert euch vorher auf eigene Faust, bevor das liebgewonnene Messer wieder abgenommen werden muss. Nächste Frage, und zwar gilt das Special und der Katalog auch für Bestellungen bei euch über andere Plattformen, zum Beispiel eBay? Das auf jeden Fall. Auf eBay, wie bereits gesagt oder erwähnt, da bieten wir alle Artikel an, die sofort lieferbar sind. Auf eBay habt ihr sogar die Möglichkeit, bei einigen Artikeln Preisvorschläge zu machen. Also da lohnt es sich auch immer mal wieder vorbeizuschauen. Das Special und der Katalog gelten natürlich auch bei Amazon, eBay,
Ja. Ich glaube sogar, dass ihr auch bei Workshop über Amazon noch ein bisschen was sparen könnt. Also der Preisvergleich lohnt sich wie überall heutzutage immer. Habt ihr dann endlich euer Messer gekauft, erhalten und ihr packt es aus und siehe da, es ist irgendwas daran kaputt. Es ist nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, wie bei dem Herrn Peter Milbricht das der Fall war. Auch enttäuscht vom Kundenservice, 600 € ausgegeben, Messer nach ein paar Tagen kaputt. Der Händler ist zuständig, nicht der Hersteller. Ich unterstütze ja gerne Made in Germany, aber sowas geht gar nicht, Ja, Thomas. dazu ein paar Worte in eigener Sache. Also die Reklamationsabwicklung, die erfolgt immer über den Händler, bei dem man es gekauft hat. Also wenn man bei Böker ein Messer kauft, dann ist natürlich unser Kundenservice euer erster Ansprechpartner und wir helfen euch da gerne und kulant weiter. Wenn ihr das Messer aber im Fachhandel gekauft habt, egal ob stationär oder bei einem Online-Händler, dann ist selbstverständlich dieser Händler euer Ansprechpartner, wenn es darum geht, sei es Produktmangel, sei es vielleicht Fragen zum Produkt. Das heißt nicht, dass wir euch bei der Reklamation nicht unterstützen oder dass wir die Reklamation nicht akzeptieren. Aber das sind die Wege des Handels und die gibt es auch nicht nur bei uns in der Messerbranche, die gibt es überall und die bitten wir da auch einfach zu berücksichtigen. Ja, außerdem sind wir auch immer daran interessiert, den Fachhandel zu unterstützen und bitten dann auch einfach darum, dem Fachhändler eine zweite Chance zu geben und auch eine Chance auf Nachbesserung, weil ihm das ja auch zusteht. Wie gesagt, das hat nichts mit unserem Qualitätsanspruch oder mit unserem Kundenservice zu tun, sondern das sind einfach die Wege, die hier einzuhalten sind. Ja, eine Frage. Ich komme aus Hamburg, also das war von Gypsy 043. Ich komme aus Hamburg. Wo wäre euer nächster Shop? In dem Fall haben wir die Frage online schon beantwortet. Wir haben ihm mal gesagt, schau mal gern bei der Maxi Hensch in der Altonaer Silberwerkstatt oder der Knife Lounge vorbei. Aber allen, denen es ähnlich geht, ihr seid irgendwo in Deutschland unterwegs und fragt euch, wo ist der nächste Messerladen? Was können wir dem sagen? Wir haben bei uns auf der Internetseite einen Fachhändler-Finder. Da könnt ihr entweder eure Stadt oder die Postleitzahl eingeben und seht in einem Umkreis von, ich denke, 5 bis sogar 50 Kilometer auch wieder auswählbar. Fachhändler bei euch in der Nähe. Wenn ihr mal im Urlaub seid, gibt es auch unsere internationalen Partner, bei denen ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt. Also genug Anlaufstellen, um Böker-Messer zu kaufen, wenn ihr jetzt nicht direkt euch an uns wenden möchtet. Ja. Nächste Frage von Arno Schmidt. Arno Schmidt 70, ein häufiger Kommentierer bei uns auf dem Kanal. Deshalb schön, dass du so fleißig unsere Videos schaust und kommentierst. Er fragt, wann kommt das neue Workshop-Messer? Ihr seid doch Workshop-Händler, das wird es doch sicher bei euch geben. Antwort lautet leider... Leider nein. Ja. Workshop sowie auch andere Hersteller behalten sich ab und zu vor, Exclusives rauszubringen und behalten dann auch die Vertriebsrechte bei sich im Haus. So ist das auch bei dem Workshop-Messer. Das bekommt ihr leider wirklich nur aktuell bei Workshop. Ja. Wir haben da schon genervt und sind denen auf den linken und den rechten Fuß gleichzeitig getreten, aber wir kommen da aktuell einfach noch nicht dran. Genau. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch hier natürlich wissen. Genau. Weitere Frage und zwar von Markus Mechler 1038. Und zwar, wir hatten ja früher Schleifkurse im Angebot. Das war super interessant. Da wurde einem beigebracht, wie man Messer wirklich per Hand schleift und ob wir nicht nochmal sowas ins Leben rufen können. Ja, wir beschäftigen uns noch mit Schleifkursen, aber es gibt noch etwas viel Besseres. Und zwar... Wir sind jetzt gerade wieder daran, den Messerbaukurs zurück ins Leben zu rufen. Das ist ja ein bisschen eingeschlafen während Corona. Wir konnten es nicht anbieten aufgrund der Hygienevorschriften. Jetzt sind wir aber wieder in den Startlöchern und freuen uns auch sehr darüber, dass wir das bald wieder anbieten dürfen. Wir haben da vor kurzem schon einen Testrun durchgeführt. Vielleicht ein paar Facts and Figures. Also, das Ganze wird stattfinden, nämlich mit dem beliebten Messermacher Alex Krämer, der uns ja auch die AK1 und AK4 Modelle beschert hat. Der Workshop wird stattfinden bei uns im Haus, also unter Ausnutzung unserer Manufakturinfrastruktur. Und man baut im Rahmen dieses Workshops wirklich ein handgefertigtes Messer, ein feststehendes Messer aus RWL 34. Gegen Aufpreis werden auch andere Materialien oder Damaststahl gegebenenfalls möglich sein. Da sind wir gerade noch am Prüfen. Was ich euch sagen kann, dieser Testrun hat vor wenigen Wochen stattgefunden und die Teilnehmer waren nicht nur wirklich überaus begeistert, sondern die Messer sind wirklich überragend geworden. Das sind wirklich richtig schöne Custom-Messer geworden und das ist ein Erlebnis, was man sicherlich auch gut verschenken kann. Das Ganze ist nicht ganz günstig. Es ist ein zweitägiger Workshop, wirklich einen ganzen Samstag, einen ganzen Sonntag, inklusive Material und teilweise auch Verpflegung. Das Ganze wird kosten 699 €, aber ich kann euch versprechen, die Plätze werden heiß begehrt sein. Der Workshop wird zu buchen sein, ab sofort. Wir verlinken gerne mal die entsprechende Artikeldetailseite und wer sich dafür interessiert, seid schnell. Wir werden das dauerhaft ins Leben rufen, aber ich kann es euch empfehlen, es wird ein absolutes Highlight sein. 699 € ist natürlich ein happiger Preis, aber wir garantieren euch, dass ihr mit einem anständigen Messer hier rausgeht und klemmen uns da auch bei jedem dahinter und unterstützen jeden, der, egal ob Messer Amateur, Messer Anfänger oder schon jahrelang selber dabei. Ja, genau.
Also das ist auch wirklich ein Riesenaufwand, der dahinter steht, sowohl personell, also Alex kommt aus Fulda hier hoch etc., als auch hier, wir haben diverse Mitarbeiter hier, um diesen Workshop durchführen zu können. Wie gesagt, teilweise sogar mit Verpflegung. Glaubt mir, das Geld ist gut investiert. Eine weitere Frage war, wo bekomme ich denn noch euren Adventskalender her? Leider ist der bei euch aktuell vergriffen. Ja. Adventskalender immer ein heißes Thema, denn ja, wir sind total stolz auf das Produkt, es gefällt uns wirklich richtig gut, aber die Nachfrage, die ist einfach groß und obwohl wir jedes Jahr uns ein bisschen mutiger trauen, noch mal mehr Menge zu bestellen, ist es so, dass sie nicht ausreicht. Trotzdem, die gute Nachricht ist, der Adventskalender ist weiter verfügbar. Wir arbeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch in den Niederlanden, mit über 2000 Händlern zusammen. Und wir werden euch unter dem Video einfach die Händler verlinken, die definitiv noch Lagerbestand haben. Ja. Auch wir haben ein großes Interesse, nicht nur, dass wir den Adventskalender gut verkaufen, sondern auch, dass bis dann wirklich zum 1. Dezember wirklich der Adventskalender eigentlich restlos im ganzen Markt ausverkauft ist. Abschließend haben wir noch einen kleinen Teaser. Ja. Wir würden euch gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Uns gibt es ja jetzt wirklich schon sehr lange. Auch wenn wir nicht so aussehen. Und in der ganzen Zeit haben wir unzählige Messer gefertigt, in der Eigenfertigung, in der Kooperation mit anderen Herstellern, mit anderen Marken. Ja. Und ziemlich viele unterschiedliche Sachen in Umlauf gebracht. Und jetzt liegt es an euch, uns da mal die All-Time-Favorites, eure Highlights aus eurer Sammlung rauszusuchen und Fotos von zukommen zu lassen. Genau. Wir sind nämlich sehr interessiert daran, was ihr von uns oder auch aus der Manufaktur bei euch zu Hause habt. Genau. Deshalb packt eure Schätze aus. Ja. Und schickt uns Fotos gerne an die service@boka.de. Genau. Bitte nicht die ganze Sammlung ablichten. Das wäre dann zu viel für uns auch zum Anschauen. Wir möchten nämlich wirklich so Besonderheiten, die wir mal gefertigt haben, auch wie gesagt in Kooperation mit anderen Firmen. Ich meine, es gibt ein Böker Harley-Davidson-Messer, meine ich. Du hast auch mal von einer Kooperation berichtet, weißt du noch? Mit Camel. Ja, also da gibt es wirklich ganz wilde Sachen, die irgendwo weltweit gelaufen sind. Wenn ihr solche Schätze in der Sammlung habt, bitte beschränkt es nur wirklich auf euer absolutes Highlight. Schickt es uns zu. Wir wollen es gerne mal wirklich hier vorstellen, was da so in den letzten Jahren und Jahrzehnten, fast Jahrhunderten... Genau, nicht nur die letzten 30 Jahre, sondern wirklich auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau. Ja, das war's von heute mit den Fragen für euch. Wie ihr seht, es lohnt sich, uns eure Fragen zukommen zu lassen. Wir gehen wirklich gerne darauf ein. Ja. Ansonsten, wie immer... Abonnieren. Kommentieren und natürlich liken, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.